Absolut brachiale Power. Der Zerstörer der Welt! Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und hier ist er endlich, nach so langer Zeit des Wartens, der neue Akkuschrauber von Bosch. Und zwar der GSB 18V 150C. Wir schauen uns den an. Wir schauen uns heute auch nur den an. Wir werden ihn testen, wir werden ihn quälen. Wir werden schauen, was ist alles neu, was hat Bosch Neues hier in sein absolutes Spitzenmodell alles reingepackt. Natürlich gibt es heute auch etwas zu gewinnen. Und was nehmen wir denn? Nehmen wir vielleicht den 55er? Nee. Oder 110? Nee. Nein, natürlich gibt es genau dieses Gerät hier. Dieses Gerät hier zu gewinnen. Alles, was du dazu machen musst, du bist es gewohnt. Es ist Freitag. Kommentiere einfach unter diesem Video deine Meinung zu dem Gerät und vielleicht auch, hast du auch auf dieses Gerät gewartet? Findest du es sinnvoll oder sagst du eigentlich, so viel Kraft braucht man doch gar nicht? Bosch hat es erfüllt, und zwar die Erwartung. Wir haben hier also den GSB 18V 150C. Und wir haben hier eine lange Historie oder eine lange Reihe von anderen Akkuschraubern. Und ich möchte auf einige davon auch nochmal eingehen im Vergleich. Wir haben jetzt hier also den neuesten und größten und stärksten Bosch Akkuschrauber, den es auf dem Markt gibt. Und hier auch in der Top-Version als GSB. Nochmal der Hinweis erst einmal am Anfang, über alle anderen Akkuschrauber von Bosch, die es gibt, das gesamte Line-Up, und es geht ja noch ein bisschen weiter da hinten, habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier oben. Solltest du dir auf jeden Fall trotzdem angucken, wenn du es noch nicht gesehen hast, zu diesem hier, um das am besten für dich einschätzen zu können, was du brauchst. Nochmal ganz kurz zum Thema GSB. Wir haben hier den Akkuschlagbohrschrauber. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Schlagbohrfunktion in dem Schrauber drin. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich mag es eigentlich in Akkuschrauber nicht. Das macht das Gerät etwas länger, und aus meiner Sicht ein wenig fehleranfälliger und so richtig. Wobei, wir probieren es einfach aus. Wie weit kommen wir denn hier mit der Schlagbohrfunktion? Aber eins nach dem anderen. Erst einmal ist das Wichtige, ganz kurz den hier mal auch einzusortieren. Und man kann ihn nicht nur definieren rein nach der Kraft. Aber das ist natürlich das erste Merkmal, was einem einfällt. Es ist der 150C, das heißt, er hat 150 Newtonmeter maximale Kraft. Und jetzt gucken wir mal in dem klassischen Range hier mal weiter. Es gibt den 85C, das hier ist der 85C bzw. 110C, die sind absolut identisch baugleich. Viele denken immer, der 85er ist ein altes Gerät. Nein, weil wenn du noch irgendwo zu kaufen bekommst oder ihn hast, der 85C oder hier der 110C ist dasselbe Gerät. Der hat also 110 Newtonmeter. Wir haben hier den 60C, der hat 60 Newtonmeter oder den 55er. Und das hier ist ja momentan eines der beliebtesten Geräte hier mit einem wunderschönen 4 Ampere pro Core. Das sind so die Akkuschrauber, in denen man sich in der Regel heutzutage so aufhält. Beziehungsweise dann gibt es noch so die alten Klassiker, der 28er oder 21er. Aber das ist erstmal egal. Lass uns wirklich mal hier drauf fokussieren. Und eine wichtige Sache ist Folgendes, und zwar der 150 hat natürlich auch wieder Kickback am Start. Das heißt, er hat die sogenannte Anti-Kickback-Funktion. Und hier ist es erstmals so, dass ich sie auch sehr einfach ausschalten kann. Das heißt, was ist erstmal Kickback? Ja, ich habe hier meinen Finger, der läuft hier drauf. Und er stoppt. Das heißt, wenn ich hier einen Impuls bekomme, dass das Ganze hier wegdreht, mein Arm wegdreht, dann stoppt der Akkuschrauber und zwar schon sehr, sehr schnell.
Ja, finde ich super gelöst, weil du auf die Art und Weise wirklich dein Handgelenk schonst und alle Gelenke eigentlich schonst und dann nicht verdrehst. Ja? Das hat der 150er, das hat der 110, das hat auch der 60er. Ja, auch der hatte das schon. Der war ganz schön, der ist schon gut im Gebrauch gewesen, der 60er. Das ist mein eigener. Und der 55er ist der erste, der das nicht hat. Also vielleicht auch in der Einsortierung. Aber lasst uns jetzt mal das Gerät hier genau angucken. Wir haben hier den 150C, hier den 110C und sehen, dass er minimal höher ist. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, seht ihr, dass die Geräte ja doch sich recht stark auch schon mal ähneln. Etwas, was ganz wichtig ist, ist Folgendes, und zwar das hier. Das Gerät hier ist dafür ausgelegt, dass es B-Turbo Brushless, also es ist B-Turbo Brushless und es ist wirklich für den Pro-Core ausgelegt. Ja? Also das Gerät, um die maximale Kraft zu haben. Dazu solltet ihr auch wirklich einen Pro-Core benutzen. Hier der 8er drunter. Nach meinem Wissen ist es so, dass der 5,5er ausreicht, um die maximale Kraft hier zu entfalten. Ich recherchiere das mal und blende hier nochmal ein, ob es stimmt. Mal gucken. Ansonsten seht ihr hier an dem Gerät, hier oben, dass wir hier auch umschalten können zwischen Bohren, ja, und Schrauben und hier Schlagbohren. Nochmal ganz wichtig, wozu ist der Unterschied hier? Wenn wir jetzt hier hier die Rutschkupplung nutzen, ja, Rutschkupplung ist aktiv. Jetzt gehen wir zum Bohren. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr festhalten. Jetzt ist es nicht mehr aktiv. Jetzt kann ich einfach bohren. Jetzt kann ich wieder schrauben, bohren, und schrauben. Ja, dafür ist das Ganze hier super geeignet. Und hier natürlich dann Schlagbohren. Das kann ich euch übrigens auch mal zeigen. Ja. Hier hört ihr es dann gleich. Ja, also ergo, wir haben hier zwischen, ja, hier zwischen haben wir dann ein Element, was hier so rein und raus schlägt. So, dann sehen wir hier unten etwas Neues. Ja, hier das alte Gerät, hier 110C, hier ist keine Anzeige, hier ist eine Anzeige. Hierzu kommen wir gleich noch, aber erstmal hier. Hier können wir das Kickback einschalten bzw. auch ausstellen, wenn es uns denn behindert beim Arbeiten. Das finde ich super sinnvoll, dass man es direkt hier über einen Schalter machen kann. Wir hatten ja das Thema Kickback. Kommen wir zur zweiten Funktion, eine komplette Neuheit bei Bosch. Und zwar haben wir hier eine Funktion drin, die es uns ermöglicht, hier im exakt rechten Winkel zum Holz entsprechend zu schrauben. In der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn du einen normalen Akkuschrauber hast, dann sagst du, naja, ich möchte jetzt hier eigentlich 90 Grad rein gehen. Dann überlegst du, ja, das kannst du vielleicht noch halbwegs einschätzen, aber was ist, wenn der Balken etwas höheren und niedrigeren Winkel hat, dann wird das schon schwieriger. Und natürlich wäre es schön, wenn du es auch halbwegs exakt machst. Dafür gibt es hier eine Funktion an Bord, und zwar die automatische Winkelerkennung. Komm bitte etwas dichter, und zwar hier unten machen wir Folgendes. Ich zeige dir das auch kurz mal. Du hast hier verschiedene Winkel schon dabei und hier ist auch ein Handysymbol. Wenn du hier das Connectivity-Modul mit im Gerät drin hast, ja, das ist nicht unbedingt immer mit dabei, komme ich gleich auch noch dazu, hier ist das Connectivity-Modul. Wenn du es mit drin hast, kannst du über das Handy auch selber noch einen anderen Winkel einstellen. Aber jetzt sagen wir erstmal, wir wollen 45 Grad nutzen, drücken wir hier einmal drauf. Sind wir bei 45 Grad. Und jetzt ist es so, dass das Gerät erstmal das Ganze einmessen muss. Dadurch gehe ich jetzt erstmal hier drauf. So. Und dann misst er das entsprechend ein. So, jetzt hat er das eingemessen. Und jetzt ist es so, dass das Gerät weiß, das hier sind 45 Grad. Und jetzt kann ich hier, jetzt achte mal hier oben auf diese Lampe. Jetzt kann ich hier das Ganze weiter gehen. Oh, jetzt bin ich kurz davor. Und jetzt bin ich im 90 Grad Winkel. Jetzt bin ich nicht mehr im 90 Grad Winkel. Und jetzt passt das. Ja, jetzt bin ich genau im 90 Grad Winkel. Ihr habt das hoffentlich hier oben erkannt. Ja? Hier haben wir jetzt kurz davor und richtig und raus. Und genau eine kleine Range an 1-2 Grad, wo er dann das Ganze einstellt. Und jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, hier wunderbar im Winkel zu arbeiten und auch in jedem anderen Winkel. Übrigens willst du 90 Grad, das heißt, du willst einfach hier ganz normal in deine Wand reinbohren, dann kannst du das Ganze natürlich auch so machen, dass du einfach sagst, okay, ja, ich gehe hier rein. Ich habe hier vor mit dem Handy 90 Grad auf die dritte Position eingespeichert. Dann lege ich das Ganze hier an.
So, er überlegt kurz, alles klar. Und auch jetzt habe ich jetzt hier, ja, schauen wir wieder, mein Grün, und ich kann es hier genau reinschrauben. Weil interessanterweise ist es so, dass du eigentlich auch bei diesem normalen Winkel, in dem du hier arbeitest, sehr häufig schon um bis zu 10, 15 Grad rauskommst. Also mir passiert das recht häufig, dass man sagt, oh, und dann geht man hier los und jetzt siehst du schon, ich bin hier im schönen steilen Winkel nach oben gegangen und hier sind wir auch im gelben Bereich. Das ist eigentlich schon eine sehr nützliche Funktion und das macht natürlich am meisten als Zimmermann Sinn. Das ist ohne Frage richtig. Aber ich finde es super nützlich auch für mich, wenn ich hier im Privatbereich was bauen möchte und genau möchte, ist es im richtigen Winkel dran. Und da wir die ganze Zeit davon gesprochen haben, dass man sich das Gerät mit dem Handy verbinden kann, einen Hinweis. Aber erstmal zeige ich dir mal was. So sieht das Ganze aus, wenn du hier das mit der Bosch Tool App verbunden hast. Ja, hier hast du hier einige Einstellmöglichkeiten und hier kannst du dann den Winkel einstellen, den du dann entsprechend messen möchtest. Ja? Das kannst du hier alles machen, aber das nur am Rande. Ganz wichtig ist Folgendes. Ich bin mir nicht sicher, ob es den GSB und GSR 150C, also 18V150C, immer automatisch mit Connectivity-Modul gibt. Weil, schau mal hier im Griff eingearbeitet, hier drin ist das Modul, das Bluetooth-Modul, um dich mit dem Handy zu verbinden. Hier bei mir war im Lieferumfang noch keins drin, kann sein, dass es später sich noch ändert. Da schau dir auch bitte immer die Produktbeschreibung an. Und deswegen auch der Hinweis, schau mal in den ehrlichen Preisvergleich rein, wenn du dich für das Gerät interessierst. Aktuell ist es so, dass du das Gerät hier im Solo-Bereich so zwischen 170 und 200 Euro bekommst. Also so in der Form, wie es hier ist. Bei dem hier wird aktuell ein Preis zwischen 300 und 400 Euro aufgerufen, auch natürlich Solo. So wie es hier ist. Aber das Gerät ist jetzt gerade eingeführt worden, vor ein paar Tagen erst. So wird der Preis entsprechend schwanken. Wenn du einen aktuellen, richtig guten Preis haben willst, schau unten in den ehrlichen Preisvergleich rein. Da werden sie geholfen. Nee, das ist nicht mein Spruch, aber ihr wisst, was ich meine. Und jedenfalls, da wirst du auch erfahren, ob da das dazugehört oder nicht. Ja, das steht natürlich im Lieferumfang mit dabei. Hier findet ihr nochmal das Datenblatt mit allen Daten zu dem Gerät. Eine Sache, die ich noch wichtig finde, oder zwei Dinge, die ich noch wichtig finde, ist Nummer 1, das Thema Bohrfutter. Wir haben hier ein Metallbohrfutter, wie wir es auch hier beim 60C haben, beim 55er und so weiter und so fort. Alles super. Was aber noch ganz wichtig ist, wir haben hier eine Bohrfutteraufnahme von bis zu 13 mm. Das werden wir auch gleich beim Test brauchen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wir haben den Zusatzhandgriff, den wir hier aufstecken können und festdrehen können. Der Vorteil dieses Griffs ist, man kann den an jede Position bringen. Das heißt, ich kann das Ding jetzt hier an diese Position bringen, ich kann es aber auch an diese Position oder hierhin bringen, wo immer ich möchte und festschrauben. So, und dann geht es entsprechend los. Und bitte nutzt diesen Griff auch, denn das Ding hat so viel Kraft, 150 Newtonmeter, das wird sonst recht schnell ins Kickback kommen und so kannst du schön ordentlich arbeiten. Und wenn du den Griff nutzt, dann kannst du auch mal vorsichtig, auch ohne Kickback arbeiten, je nach dem Material, je nachdem wie du stehst, ja, hab immer auch einen ordentlichen Stand. Gleich werden wir richtig testen und mal schauen, was das Gerät dann so kann. Aber vorher noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Thema Gewicht. Ich habe hier den 8 Ampere Procore und jetzt schauen wir mal, was wiegt das Ganze denn hier eigentlich? Wir sind hier bei stolzen 2,8 Kilo. Jetzt haben wir hier noch einen 5,5 Ampere. Nehmen wir den nochmal, schauen, wiefern sich das dann nochmal ändert. Ja, gar nicht. Also wir haben auch 2,8 Kilo. Und jetzt haben wir hier als Pendant den extrem beliebten GSR 18V55. Ein sehr kompakter Schrauber, ja, hier auch von der Bauhöhe. Schaut mal hier, ja. Ein ganz anderes Gerät, 4 Ampere Procore unten drunter, wunderbar, schön. Und das Ganze wiegt nur 1,5, sagen wir aufgerundet, sind wir ungefähr 1,6 Kilo. Das heißt, ich habe hier 1,2 Kilo mehr in der Hand als bei dem hier. Wir sind also hier bei fast 3 Kilo, die ich hier halte.
Und die 3 Kilo, die muss man auch erstmal halten und damit arbeiten. Und das macht aus meiner Sicht das Gerät hier zu keinem Gerät, was du jeden Tag, den ganzen Tag benutzt. Weil es ist ein relativ kostintensives Gerät, wenn du es als Gesamtpaket nimmst, und den 5,5er brauchst du ja eigentlich mindestens, um die Kraft hier rauszuholen. Und am Ende des Tages ist die Frage, ob du jedes Mal so viel Gewicht mit dir rumschleppen möchtest. Und allein wenn ich jetzt hier so halte und mit euch so ein bisschen rumfuchtel, merke ich schon, wie das immer schwerer wird. Also das 3 Kilo so in der Hand zu haben als Akkuschrauber ist schon eine Menge. Ich persönlich für einfache, schnelle Arbeiten würde dann schon wesentlich eher den hier nehmen oder den guten alten... Nein, nicht der. Den guten alten 60C. Und selbst auch mit dem alten Akku, das ist noch immer so eine gute Zwischenlösung. Lass uns mal gucken, was der wiegt. Was wiegt denn der? Ja, auch 1,7 Kilo. Also das ist schon enorm viel weniger als, als der hier. Aber jetzt, bevor wir noch über Gewichte weiterreden, ist manchmal das Gewicht auch einfach egal, weil wir wollen jetzt hier gucken, wie viel Power hat er eigentlich. Ich habe jetzt hier 3 Dinge, die richtig Spaß machen. Nummer 1, ein Stück Holz hier, 10×10, weiches Holz, Kiefer oder Fichte. Habe hier meinen Kroglock, da habe ich es eingespannt und ich werde jetzt eine Sache machen, nämlich das ist die dritte Sache, die richtig Spaß macht, ist das Gerät hier, der Gerät. Und der hier wird jetzt Folgendes machen, dieses Stück Holz einmal komplett niederreißen. Ich habe jetzt hier einen Fräsbohrer drin, 25 mm, übrigens aus der Bosch Expert Range. Das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben, da wird dir das Thema noch mal etwas näher gebracht. Aber jetzt geht's los. Natürlich in Gang 2. Also für euch, ja, wir haben das jetzt extra im Video dazu geschrieben, dass das eben Zeitlupe war. Ich zeige dir jetzt nochmal in realer Geschwindigkeit, was diese Krone mit dem Gerät hier auf dem zweiten Gang hier abfeiert. Das ist, nee, ihr müsst das selber sehen. Ihr müsst das selber sehen. Ich mache es genauso wie eben, dass ihr hier oben das seht. So, Freunde. 3, 2, 1. Ich glaube... Waren das hier um 2 Sekunden? Also jetzt eben hatten wir eine 51er, jetzt nehmen wir doch mal eine 68er. Mal gucken. 3, 2, 1. Also was der bis jetzt abgefeiert hat, ist der Hammer. Ich habe gedacht, ein bisschen Forsterbohren wäre schön. Aber was soll ich denn jetzt hier machen? Soll ich so einen kleinen Mini-Forsterbohrer machen mit 30, 40 mm? Nö, wir nehmen den. Wie viel hat der? 65 mm. Also, Freundchen.
Das war jede Menge Spaß, aber zeig mal das da unten. Also so sieht es jetzt hier aus. Und ich kann nur jedem von euch raten, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, mit dem Gerät hier unterwegs zu sein, dann gönnt euch ein Stück Holz und zersäbelt das genauso. Weil das hat einen Spaß gemacht. Das könnte man im Freizeitpark verkaufen quasi, muss ich wirklich sagen. Also siehst jetzt hier, hier ging es wirklich voran. Wirklich erstaunlich war auch hier, wie gut das funktioniert hat. Ein kurzes Fazit von mir zum Gerät. Ich kann eigentlich dazu nur eine Sache sagen. Absolut brachiale Power. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Es ist wirklich erstaunlich, wie stark das ist. Wir haben alle Tests im zweiten Gang gemacht. Für diejenigen, die es nicht wissen, im zweiten Gang hat er natürlich weniger Kraft, beziehungsweise dadurch, dass er sehr schnell auf die Geschwindigkeit kommt, ist ja so, wenn er Widerstand hat, dass er dann auch extrem viel Kraft und Drehmoment braucht, um dann trotzdem durchs Material zu kommen. Hui, also ich bin ins Schwitzen gekommen, der Akkuschrauber interessanterweise gar nicht, der ist ein bisschen warm, aber das war es auch schon. Er hat einen super Job gemacht. Ich bin gespannt, was ihr schreibt unten in die Kommentare zu diesem Gerät. Ach, ich hätte noch Schlagbohren testen können, ja. Beim nächsten Mal. Also ich glaube, niemand hat Zweifel, dass er jetzt hier einfach durch normalen Stein kommen würde. Zumindest sowas wie Kalksandstein oder ähnlichem. Ich merke, ich bin wirklich ein bisschen außer Atem hier bei der Menge, die wir jetzt hier weggeholzt haben. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mal in die Kommentare, gegen wen wir den hier mal antreten lassen wollen. Denn so ein Test der Monstergiganten wäre doch mal interessant. Ich habe noch einen Tipp an dich. So verführerisch dieses Gerät auch ist, überleg dir genau, was du brauchst. Wenn du sagst, okay, ich möchte Spaß, ich möchte maximale Kraft, alles drum und dran, kauf dir das Gerät, das ist super, aber kauf dir vielleicht noch einen 55er dazu, damit du für die normalen, einfachen Aufgaben etwas hast, was nicht so schwer ist. Oder du bekommst also wie Popeye so einen Riesenarm hier, wenn du den hier nur noch benutzt. Ich muss jetzt Schluss machen hier. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.